Hallo, liebe Leute. Die letzte Etappe unserer Rheintour von der Quelle bis zur Mündung steht bevor. Es ist dies der Delta-Rhein. Das heißt, das ganze Rheindelta, die verästelte Gegend, wo der Rhein sich in verschiedene Flüsse aufteilt und keiner heißt mehr Rhein nachher. Das Rheinwasser fließt aber trotzdem in die Nordsee. Das wollen wir uns ein wenig anschauen. Und so steigen wir hier in den H160 und begrüßen unsere Passagiere. Hier herzlich willkommen und Maria, unsere Pilotin, heute mit Pilot Monitoring Funktion, und hier sind wir bereit für einen Hover und zum Abheben und unseren Flugplan zu folgen. Also, das machen wir jetzt gleich. Und sagen, los geht's. So, der Hover ist okay. Also gehen wir da in die Höhe. ...150 Fuß ist unsere Entscheidungshöhe, sonst könnten wir zurückkehren. Das haben wir. Jetzt geht's los. Wir folgen direkt unserem Flugplan. Wir sehen hier hinten die Eisel, die hier aus dem... das ist der Kanal. Die Eisel ist weiter oben. Mal schauen, in welche Richtung wir sind schon nach Süden unterwegs. Also ist das nun so, jawohl, wir sind hier gestartet. Die Eisel geht hier weg ins Eiselmeer. Das ist ein kleiner Teil des Rheinwassers, und der Niederrhein, der ist auch hier. Ich muss mich erst ums Fliegen kümmern. Also, da sind wir unterwegs. Erkläre nachher die verschiedenen Rheinflüsse, wie das läuft. Also, das ist soweit gut. Es ist morgen 9:45 Uhr. Wir sind unterwegs. Wir gehen mal hier ziemlich in die Höhe. Ich stelle mal eine Höhe ein von 8000 Fuß. Ich sage euch nachher weshalb. Da sind wir.
Also, diese Höhe schalten wir ein und nehmen entsprechende Steiggeschwindigkeit mit der besten Leistung für diesen Steigflug. Das ist bei etwa 70 Knoten. So, also hier sehen wir den Rhein. Der Niederrhein, den wir schon abgeflogen sind, bis hier an der Kop. Hier teilt sich der Rhein in die Waal und den Banderschen Kanal. Dieser Kanal wird später zum holländischen Niederrhein. Der fließt Richtung Nordsee, Richtung Rotterdam, wird zum Fluss Cake, wenn ich mich richtig erinnere an den Namen, und fließt dann wieder zusammen mit der Waal. Dann haben wir weiter südlich die Maas. Die sehen wir dann auch später aus der Höhe, darum steigen wir so hoch, damit wir wirklich eine Übersicht haben. Die Maas, die kommt aus Frankreich, entspringt in Frankreich, durchfließt die Niederlande dann, Maastricht, und kommt hier in dieses Rheindelta, vermischt sich zum Teil mit dem Rhein, hat also dann auch wieder Rheinwasser. Und wir fliegen nun die Strecke über die Waal. Das ist hier. Wir sehen hier jetzt aus der Höhe nochmal dieses Bandersche Kop, den Kanal. Da beginnt der holländische Niederrhein, da beginnt die Eisel, die ins Eiselmeer mündet später. Da ist die Waal und weiter südlich, wir sehen sie später, dann auch die Maas. So, genug dazu im Moment. Wir sind unterwegs. Wir steigen noch, damit wir wirklich Übersicht haben, und wenden uns nun Richtung Westen, um dem Lauf der Waal zu folgen. Die Waal, wie auch alle anderen, sind Wasserwege, die auch für die Schifffahrt genutzt werden. Ich denke, der größte Teil des Schiffsverkehrs geht hier über die Waal. Ich schalte mal die Namen der Schiffe ein. Auch wenn wir die vielleicht nicht lesen können, man sieht doch besser, wo ein Schiff ist. So, wir haben schon eine ganz nette Übersicht. Sind hier bereits in 6000 Fuß Höhe, 1800 Meter über Grund, über Meer. Das ist hier fast über Grund. Wir sind hier nicht so hoch über dem Meeresspiegel. Da sieht man nun die Schiffe, die alle aufgereiht sind. Cobalt, Ale Tank 21,
Vittes, West Virginia, Google-Land. Und die kommen eins nach dem anderen. Die sieht man hier sehr schön. Da kommt die Aletta, die Loma. Ja, ich verzichte darauf, euch alle die Namen immer vorzulesen. Aber ja, vielleicht ist es noch interessant, weil ob ihr diese Beschriftungen auf eurem Monitor lesen könnt, das kann ich euch nicht garantieren. Braucht ihr einen großen Monitor und eine entsprechende Auflösung eurer Wiedergabe. Aber ich denke, mindestens könnt ihr sehen, dass hier Schiffe sind. Wir gehen später natürlich wieder etwas tiefer, sobald wir hier mal die Übersicht gehabt haben. Hier sieht man nun schon auch die Maas. Da links, das ist die Waal. Und da oben der Niederrhein. Holländisch. Hat nichts mehr zu tun mit dem Niederrhein von durch Deutschland, dem wir hier gefolgt sind. Und das ist nochmal der Kanal, da die Eisel weg. Eine gute Übersicht aus dieser Höhe. Das Wetter ist anständig. Da hat es natürlich am Fluss unzählige Orte, die sind zum Teil beschriftet. Ich kann die Beschriftungen auch einblenden, aber bringt nicht viel. Diese Orte mit ihren holländischen Namen, die sind für mich sehr schwierig auszusprechen, weil ich diese Sprache nicht beherrsche. Wenn schon, lese ich die vor, wie sie auf der Karte geschrieben stehen. Und das ist wahrscheinlich falsch. Hier ist der Ort Nijmegen, größerer Ort, beidseits der Waal. Auch mit Straßenverbindungen, Bahn, das ist alles gut erschlossen. So, wir sind jetzt auf 8000 Fuß und folgen im Prinzip genau dem Flusslauf. Das ist so recht gut zu sehen. Also wir könnten jetzt natürlich auch beschleunigen, das ist ohne weiteres denkbar. Wir haben die 70 Knoten eingestellt als beste Steiggeschwindigkeit. Jetzt können wir bis 130, eigentlich sogar 138 Knoten gehen mit diesem Helikopter. Das machen wir nun mal. Schauen dazwischen nochmal in die Tiefe.
Wie gesagt, die Flussläufe da, die haben sich natürlich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Da gibt es Überschwemmungen, da gibt es Durchbrüche, da gibt es alles Mögliche. Die Wasserstraßen werden offen gehalten. Hier ist auch ein Kanal, der hier weggeht. Der heißt, bitte den Namen jetzt gerade nicht. Maas-Waal-Kanal. Also, da ist eine Verbindung zwischen der Waal und der Maas. Wohl künstlich gebaut. So, wir haben jetzt 137, 138 Knoten. Angezeigte Fluggeschwindigkeit. Wir haben ganz leichten Wind von vorne links. Wir haben eine Grundgeschwindigkeit von 154 Knoten. Also recht hoch, 258 Stundenkilometer, angezeigte Fluggeschwindigkeit 283, die Geschwindigkeit über Boden, über Grund. Hier der Niederrhein. Da gibt es auch wieder einen Kanal. Das ist nun ein wichtiger und großer, der Amsterdam-Rhein-Kanal. Also der bringt eine Verbindung von Amsterdam bis hier in den Rhein. Wird natürlich für die Schifffahrt genutzt. Wir sehen auch, dass es doch ziemlich viele Schiffe hat. Nachdem wir das nun in der Übersicht gesehen haben, hier kommt die Maas ganz, ganz nahe zu unserer Waal. Da hat es wohl auch einen Durchlass. Wirklich einen Kanal hat es nicht, der kommt später nochmal. Aber da ist natürlich auch mit Überschwemmungen und allem Möglichen ist immer wieder ein Austausch zwischen diesen Flüssen möglich. Hier der Amsterdam-Rhein-Kanal. So, und jetzt, ich denke,
Wir gehen dann später wieder etwas tiefer, um etwas mehr von der Umgebung zu sehen. Jetzt ist es hier sehr, sehr gut, diesen Überblick so zu haben. Diese Verästelung der Luft, der Flussläufe in diesem Delta. Alles Wasser sucht sich den Weg zum Meer. Da hat es auch Schiffe, jetzt in diesem Amsterdam-Rhein-Kanal. Da ist eine Schleuse. Bei der Straßen- und Bahnbrücke. Jawohl, da ist eine Schleuse. Die sieht man jetzt recht gut. Die Orte, wie die heißen, die schaut ihr euch am besten auf einer Karte an. Ich habe nebendran auch noch Google Maps geöffnet. Die Strecke, die wir heute zurücklegen, ist etwa 200 Kilometer. Wir fliegen bis zur Mündung bei Hoek van Holland und versuchen dann auf dem Flughafen Rotterdam zu landen, von wo aus wir dann am Nachmittag in die Schweiz zurückfliegen. Hier, das ist die Maas, auch mit ihren mäandernden Altläufen und natürlich begradigt. Hier kommt sie sehr in die Nähe der Waal. So, vielleicht können wir mal eine tiefere Höhe anpeilen. Ich gehe mal auf 2000 runter. Sinkflug ist eingeleitet. Wir sinken im Moment langsam. 500 Fuß pro Minute. Ich kann das etwas beschleunigen. Bis 1000. $1200, das ist gut. Da kommt der Ort hier links. Saltbommel. Rechts Wardenburg.
mit der Autobahnbrücke und der Bahnbrücke. So, da habe ich wieder einen Grafikkartenabsturz. Mal sehen, ob wir hier wieder einsteigen können. Das ist doch mühsam. Fliegen weiter nach diesem Absturz der Grafikkarte. Ich hoffe, es bleibt dabei. Wir können den Flug bis zum Ende fortsetzen. Da von links kommt ein alter Arm der Maas. Ja. Hier wird aber doch noch als Durchfahrt benutzt. So, wir kommen etwas tiefer. Brakel heißt dieser Ort hier unten. Wuren. Da ist die Grenze zwischen der Provinz Südholland rechts und links Provinz Nordbrabant. Gornichem, der größere Ort hier. Auf der rechten Seite des Helikopters.
Wir sind auf 1950 Fuß Höhe. Sinken mal auf 1800. Gorinchem heißt das. Der rechten Seite. Ja. Da kommt auch ein Kanal. Merwede-Kanal. Merwede hat man immer wieder als Bezeichnung für die Waal. Links ist Werkendam und da verzweigt sich die Waal. Da geht's weiter mit Beneden-Merwede. Wir nehmen den rechten Flusslauf, weil der linke, der geht in die Maas. Und wir wollen Richtung Rotterdam halten und dann dort die Mündung überfliegen. Da sieht man natürlich, wie das da einfach durchlässig ist, wie da das Wasser, da die Maas, die Waal, wie das von einem Fluss zum anderen zirkuliert. Slidrecht oder Slidrecht, wie man es ausspricht. Da ist eine Bahnbrücke, die hier in der Szenerie im Fluss versunken scheint. Ja, das ist eine Szeneriesache. Hier, das ist die Bahnbrücke. Ja. Die Straßenbrücke kommt weiter vorn. Da ist Papendrecht.
Ja, jetzt hat man ein wenig eine Übersicht. Hier geht es weiter direkt zum Höck van Holland. Hier auch eine Mündung über die Maas. Und wir gehen jetzt hier rechts rauf. Dieser Flussabschnitt heißt Nord und liegen dann hier dem neuen Wasserweg entlang durch Rotterdam und sind dann schon bald am Ziel. Da von rechts kommt, wenn ich es recht sehe, die Lek. Das ist die Fortsetzung des Niederrheins, bringt also hier auch wieder Rheinwasser. Da vorne sehen wir schon Rotterdam Zentrum der Stadt. Dann ist da hinten irgendwo der Flughafen. Dann haben wir hier die holländische Eissel, heißt sie hier. Hier sehen wir nochmal, da sind wir raufgekommen, da ist die Lek. Ja, das ist kompliziert. Das ist Rotterdam Zentrum. Da hat es viele Schiffe. Im Moment zeigt es die Namen nicht alle an. Da sehen wir ein Fußballstadion hier unten. Ja, das ist Rotterdam Zentrum. Ich muss jetzt mit
der Geschwindigkeit zurück, da sind diese engen Biegungen im Flugplan wieder hellisch schlecht bewältigt. Er braucht da einen größeren Radius mit dieser Geschwindigkeit. Gehen wir mal auf 80 Knoten. Indicated Airspeed zurück. Und sinken auch schon mal auf, ich würde sagen, 1000 Fuß. Wenn ich euch mal die Karte einblenden soll, da seht ihr, wie viele Schiffe es da verzeichnet sind auf der Karte. Die werden hier alle dargestellt. Ganz verrückt. Dass sie alle beschriftet werden, das ist wohl kaum möglich. Das sind alles Hafengebiete. Das ist ja ein riesiger Hafen. Rotterdam. Gut, ich gehe noch etwas weiter runter. Wir nähern uns unserem Ziel. Das heißt erstmal hier Hoek van Holland und dann geht's hier zum Flughafen Rotterdam, wo wir landen werden. Wir haben etwas Wind aus Südwest und fliegen deshalb von Nordost an.
Da sieht man das Hafengebiet hier bei der Rheinmündung. Da ist natürlich ein riesiger Umschlagplatz. Da hat es ein großes Schließwerk, dass man in der Mitte zusammenfahren kann und den Fluss sozusagen abriegeln kann gegen die Hochwasser der Nordsee. Und das ist Höck von Holland. Da kommen wir so zum Kilometer 1030 davon. Also das ist nun die Distanz, die wir seit Konstanz zurückgelegt haben. Da kommen die KI-generierten Schiffe wieder fast aufs Land, um die Ladung zu löschen oder zu übernehmen, ich weiß nicht. Ein großer Tanker.
So, ich schalte jetzt die Beschriftungen der Schiffe aus. Haben wir noch etwas ein sauberes Bild? Und da ist nun die Nordsee. Die haben wir nun nach langer Reise erreicht. So, unser letzter Wegpunkt ist gerade hier vorn und da biegen wir nun nach Norden ab. Und fliegen dann von Nordosten sozusagen an auf die Landebahn 24. Wir planen da einen normalen ILS-Anflug, also mit dem Instrumentenlandesystem, wie bei einem Flächenflugzeug. Dieser Heli, der ist dafür eingerichtet und das gibt einen stabilen Anflug, macht die Landung etwas einfacher. Sie ist trotzdem das schwierigste Manöver in diesem Helikopter. So. Da ist der letzte Punkt und da geht es für uns nun weg. Haben wir auch noch einen Heli-Landeplatz gesehen? Wäre auch noch interessant, da zu landen. Da das offene Meer. Wir drehen nun nach rechts. Da hinten ist der Flughafen Rotterdam.
Da gibt es noch nicht viel Interessantes zu sehen, aber wir müssen die Landung natürlich ausführen. Da kommen wir nun über die Küste. Und da vorne in Flugrichtung links liegt Den Haag. Der Flughafen Rotterdam ist irgendwo da hinten. Wir werden dann sehen, wir kommen da ziemlich nahe ran. Das ist Den Haag.
So, wir bereiten das Gerät zur Landung vor. Ich gehe noch etwas tiefer schon mit der Geschwindigkeit. 70 Knoten. Wir biegen jetzt gleich ein Richtung Landepiste, ziemlich von Norden her, und wollen dann den Landekurs des ILS-Senders da einfangen. Das ist Rotterdam hier. Da hat es offensichtlich noch ziemlich Pflanzgebiet, Anpflanzungen verschiedener Kulturen, ich weiß es nicht. So, ich aktiviere nun mal den ILS. Ich warte noch einen Moment, dass wir etwas näher am Kurs sind. So, das ist der Localizer, der jetzt hier kommt. Glideslope ist auch schon aktiv. Und da vorne sehen wir bereits die Landepiste mit den Babis, die Anflug Guidance, also die Führung für den Anflug. Die helfen uns natürlich, das zu kontrollieren, ob das stimmt. Wir sind jetzt voll auf dem ILS und ziemlich im Gegenwind. Mit etwa 17 Knoten Gegenwind. Ja, da reiten wir nun mal runter.
Es gibt da keinen expliziten Helilandeplatz, also keiner, der in der Datenbank verzeichnet ist. Auf der Karte gibt es einen, aber den nehme ich nicht. Ich nehme einen Abstellplatz hier draußen. Die sind dafür auch geeignet. Der Wind bläst uns etwas zur Seite. So, da hinten wollen wir landen. Mhm.
Noch nicht. Noch nicht ganz. So, ich glaube, da können wir es wagen. Brauchen wir nicht hier. Die Landung war soweit nicht so schlecht. Da stehen wir. Da bleiben wir. Also, ich bedanke mich bei unseren Passagieren und unserer Co-Pilotin Maria. Wir sehen uns vielleicht später auf dem Rückflug von Rotterdam nach Zürich. Ja, und sonst hoffe ich, es hat euch allen gefallen und sage auf Wiedersehen bei einem nächsten Projekt. Vielen Dank.